Was geht ab, meine kleinen Russ? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Auf den krassesten Musikanalyse, Reaction, alles Kanäle geht es nur um Musik, Audio, Sound, Produktionsdesign, alles, was wir mit den Ohren machen können. Ja, fertig. So, ich habe meine letzten Videos mal angeschaut und geguckt und dachte so, ja gut, ich wechsle mal auch zu einer neuen Kamera. Ja, die neue Kamera, ich habe dann eine andere Kamera, neuere hingestellt. Aber da ist das Nervige, dass ich jedes Mal einen Akku wechseln muss. Und ich habe nur einen und die Kamera soll hier aber stehen, fertig, bereit, ready sein und am Stück durchlaufen. Ich kann das nicht ja jedes Mal hier Akku aufladen. Ich brauche das hier und so schlecht ist das Bild doch jetzt auch nicht. So, ich habe hier gewechselt zu Streamlabs OBS. Da kann man das Ganze, habe ich ein bisschen besser eingerichtet. Oh, da ist der nächste. Willkommen zur absolut besten Musikgruppe hier, Community in Deutschland. 17.721 schon. Es ist unfassbar krank, wie sich das gerade hier entwickelt. Es geht richtig geil ab. Ich kann euch nicht noch krasser danken, außer zu sagen, ey, dieses Paket steht hier noch rum, aber ihr wisst ja, wann das kommt. 9.046. Es fehlt nicht mehr viel. Wir schaffen das diese Woche. 10.000, Alter, das mit euch. Easy. Ich weiß gar nicht, warum ich am Anfang so einen Stress gemacht habe. Ohne Scheiß, wirklich. Wir schalten um in diese... Oh, jetzt bin ich ganz schön nah, oder? Bin ich zu nah? Nee, ist doch... warte mal. Ja gut. Ein bisschen tiefer geht der Sturm. Ja gut, machen wir so. Okay, alles klar. Wir gucken BTS auf SNL live, okay? Es ist gerade auch in den Trends, mir wird es auch tausendmal vorgeschlagen. Ich dachte, es ist jetzt, weil ich sowieso so viel K-Pop höre und sehe und gucke. Aber nein, es ist gerade in den Trends, habe ich gesehen, als ich es aufgemacht habe. Ich dachte, ich nehme das jetzt halt auch nochmal mit. Weil interessiert mich jetzt auch, wie die live sind, weil sonst gucke ich ja dann immer die anderen großen internationalen Stars bei SNL. Und es ist halt geil, dass die jetzt auch dann in solchen Sendungen, die dann irgendwie in Amerika und so weiter sind, auch dann sind. Mega geil. Da sind sie. Once again, BTS. 누가 내 수저 더럽게 I don't care 마이크 잡은 금수저 여러 배 버럭해 잠못 익은 것들 땡 Der Anfang hat mich an irgendeinen Hip-Hop-Song erinnert gerade. Ding, 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 ding. Ah. 잡은 금수저 여러 배 버럭해 잠못 익은 것들 땡기 여러 개 거듭해 씹어 죽겠어 에이 저녁에 World best 핵심 섭외 엘스니 맨지 마치 아치 클래스 가쳐 마기 종양의 악취 마치 마이크 번지 마이크 번지 블라이 점지 Ja, also man merkt da ihre Hip-Hop-Vergangenheit. Ne? Ich habe da mittlerweile auch schon so ein bisschen Überblick über 1, 2, 3, 4 Member. Also das jetzt, oh Gott, aber ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, weil die Videos, die ich gesehen habe, da stand das immer nur in Text. Also der eine, ne, RM, dass er dafür dann gebasht wurde und gehatet wurde, weil er als absoluter Ur-Hip-Hopper in so eine K-Pop-Band gegangen ist. Und Sugar zum Beispiel. Sugar? Leute, bitte macht mich nicht fertig, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Sugar? Wahrscheinlich eher, ne? Auch als August D. Hoffentlich wird das so ausgesprochen. Jetzt bin ich voll. Ich habe schon richtig Schiss, Alter, dass ihr mich kaputt macht, weil ich die Namen alle falsch ausspreche. Aber das ist ja alles immer nur Text. Weil ich lese ja die Sachen nur, ich höre sie ja gar nicht. Na gut, okay. 것 같았겠지만 I'm fine sorry 미안해 billboard 미안해 worldwide 하들이 넌 잘 나갔어 미안해 homie 대신해줘 네가 못하셔도 우리 콘서트 절대 없어 퍼져 I do it 너마다 넌 나다 do it 턱배가 아프다만 고소해 So Did you see my back? Did you see my back? You sell a couple cents, sell a thing What you think about it? What you think about it? I bet it got my haters out of sync. Come and follow me, what you saying, Joe? I'm so fiery, boy, you're danger. Till I catch up. How you there, how you there, how you there? Another trophy. My hands carry them. Too many that I can't even count them. 발 조심, 너네 말 조심. Somebody send me I'm about to pump up. Too busy, you know my body ain't up.
Now, he gon' make a rap. What's up, put it top. We learn how to flop. Go look at your mirror. Same day clothes. You know how I felt. Can't handle turn. How many hours do we fly? I keep on dreaming of it. Let's go. Yeah, I'm on the mountain. Yeah, I'm on the bar. Every day we walk. Mic drop. Did you see my bag? Did you see my bag? It's not a trophy, it's not a thing. What you think about that? What you think about that? I better get my head and set us it. Come and follow me, what you saying, girl? I'm so fiery, boy, you're danger. The killer catcher, how you do, how you do, how you do? My hands carry him, too many that can't even count them. Bye bye, pushing on them, bye. Somebody stop me, I'm about to pop off. Too busy, you know my body getting nice. Bye bye, pushing on them, my pushing. Haters gon' hate. How we players gon' play. Live life, man. Good luck. 볼일 없어 마지막 인사야 말도 없어 사과도 하지마 볼일 없어 마지막 인사야 할 말도 없어 사과도 하지마 발놓고 골라지 우린 다 사막지 콜라지 너네가만 깜짝 놀라지 그게 폼나지 폼나지 yeah. Krass. Geil. Der hat noch wieder die heftigsten Klamotten an. Ne? Das ist der Wahnsinn immer. Ey. Performance ist ja so krass, ey, wie die da absahen. Das ist ja unfassbar, wie die tanzen und dabei noch rappen. Das sowas werden die Amis noch nie gesehen haben, ne? Das ist halt das Geile dran, weil normalerweise, wenn die Amis jemanden rappen hören, dann ist das einer, der ziemlich cool dann da vorne steht und der lässig irgendwas, ihr wisst das, Leute, aber so dann noch zu tanzen und diese Boygroup-Performance im Endeffekt, wo, ne, dieses Synchrontanzen, Austauschen, da Positionen hin, richtig geil. Musikalisch, dafür bin ich ja eigentlich da, kann ich jetzt nicht so sehr auf den Song eingehen, weil der Mix, der hier übertragen wurde oder zumindest hier auf YouTube zu hören ist Katastrophe. Man hört die Musik kaum. Finde ich persönlich jetzt ein bisschen doof. Die Jungs selber haben gut performt. Die haben live performt. Das, was man live gehört hat, war auch viel lauter als die Musik. Die Musik selbst. Man hat gehört, dass da noch Vocals mit drauf waren. Also, dass da die Backing-Vocals mit drauf waren, Minimum. Was dann halt aber schade ist, wenn da reine Instrumental-Breaks sind, also wo kein Gesang ist, knallt der Beat nicht, weil der einfach zu leise ist. Und so wirkt die ganze Performance so als Empfänger eher so, also nur auf der Soundebene so, ja, klingt jetzt nicht so fett irgendwie, ne? Also stelle ich mir jetzt so vor, wenn ich so ein einfacher Zuhörer wäre. Ganz ehrlich, ich persönlich finde das echt weil das wird den Jungs überhaupt nicht gerecht. Also, ich kenne jetzt keine anderen SNL
Performances. Ich habe schon welche gesehen, definitiv, aber ich habe das jetzt nicht so auf dem Schirm, ob die auch so schlecht waren. Das ist gerne mal im Fernsehen so, dass sie es ein bisschen versemmeln da oder dass es aus bestimmten Gründen nicht so richtig übertragen wird. Aber das wird den Jungs echt nicht gerecht, weil die da echt abgeliefert haben, rumgetanzt haben in einer Perfektion und die Vocals. Come and follow me, what you saying, yeah. I'm so fiery, boy, you're danger. Allein hier habe ich mich schon gefragt, wie er das denn überhaupt schafft, da noch zu singen, während er so tanzt. Follow me, what you saying, yeah. I'm so fiery, boy, you're danger. Till I catch. Was mir nur aufgefallen ist, ist hier, dass ich bin mir nicht sicher, dadurch, dass sie ständig die Haarfarbe wechseln und ich jetzt nur ein Video geschaut habe, wo sie alle vorgestellt wurden, sieht er gerade komplett fremd für mich aus. Ich dachte vorhin, es wäre RM. Oder? Till I catch ya. Na, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr wisst sowieso besser. Warum mache ich mir hier so einen Kopf? How you dare? Nee, ihn meinte ich. Er ist RM. Siehst du? Das ist der Einsatz. Genau, weil dieses Keep Me Running and Running, So fiery, boy, you're danger. weil da keiner singt, aber man hört noch im Backing, dass da jemand singt. Ist jetzt nur eine Mutmaßung, weil dass die gleiche Stelle später im Song da auch fehlt. Ich vermute aber, dass er seinen Einsatz verpasst hat. Aber komischerweise setzt er in der zweiten Hälfte genau an derselben Stelle ein. Genau ab dem Till I Catch Ya. Und dann kommt AM, ne? Das ist RM, oder? Ich hoffe es, bitte, Leute. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich es falsch sage. Es ist alles neu für mich. Ne? Und dann hier später auch. Da singt dann wieder keiner dieses Keep Me Running, Keep Me Running. Keep Me Running and Running. Also er setzt auch an derselben Stelle ein wie vorher. Also scheint das schon so abgesprochen gewesen zu sein, dass er da einsetzt. Aber vermeintlich jetzt wieder als normalen Zuhörer, sage ich mal, habe ich den Eindruck, dass da einer vergessen hat, seinen Satz zu singen. Ja, Killer Performance. Ich weiß nicht mehr, brauche ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Mich persönlich ärgert es ein bisschen, dass die Mische nicht so geil klingt. Sowas kann man nämlich nachträglich, also wenn das jetzt live vor Ort im Studio oder so nicht so geil klang oder auch dann in der Übertragung, wenn die Leute es live gesehen haben, nicht gut klang bei Saturday Night Live. Gut, das ist schon eine Sache für sich. Aber wenn man das dann auch genauso hochlädt, weil nachträglich kann man da locker den Backing-Track, den die da haben, also die Musik, die da im Hintergrund läuft, ob das jetzt mit einem Halbplayback war, also mit teilweise Vocals drauf, wo dann zum Beispiel Chöre sind und so weiter, was man dann halt in so einer Live-Performance nicht machen kann. Oder wenn das sogar ein Vollplayback war, sie aber über dieses Vollplayback noch drüber gesungen haben, weil die ja alle auch in ihr Monitoring haben und alle auch definitiv hier live singen, keine Frage, und auch super on point rappen, größtenteils, kann man da einfach eben so einen Musiktrack da drunter legen und das dann mit der Live-Performance, den Vocals, nochmal ein bisschen besser abmischen, weil das ja auch normalerweise richtig abgenommen werden kann. Jedes Mikro hat eine einzelne Spur und so weiter und so weiter. Also jetzt auch für mich so als Audiophilen und als Musikproduzent, ja. Dann kriegt das so viele Klicks jetzt schon, das ist wahrscheinlich von heute, ne? Oder? Wie viel das ist? Nee, das ist auch schon wieder ein paar Tage, ja. Ja, krass. Ja, ihr merkt, es ärgert mich einfach persönlich so, weil ich denke, das wird denen nicht gerecht, den Jungs, aber kann sein, dass es bei SNL immer so ist und sowieso beim Live-Fernsehen oder beim Fernsehen, wenn die mal live da was machen, das ist auch oft der Grund, warum oft Vollplayback gemacht wird, weil wenn da live im Fernsehen was schief geht, ist sowieso immer schlecht. Und
Und wenn es dann auch noch so große Bands sind, umso schlechter. Und dann eben die Technik, irgendwie Live-Performances im Fernsehen sind meistens irgendwie kacke, habe ich den Eindruck. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen und dazugeben, was ihr noch nicht wusstet. Vergesst nicht, Instagram 9047 sind wir aktuell richtig krass, Leute. Die 10.000, das Paket steht immer noch da. Es ist wirklich was Geiles, ich sag's euch. Im Endeffekt quäle ich mich ja nur selber damit, weil ich gesagt habe, ich mache das erst. Guck mal, da habe ich schon das Geld zusammengekratzt, ja, dass ich mir das überhaupt leisten kann. Das, was da drin ist, weil es war auch nicht günstig. Dann ist es auch noch echt was man nicht häufig sieht. So in dieser Form und Art und Weise und Farbe vielleicht. Ja, und dann bestrafe ich mich selber und sage, ja gut, ich mache das aber erst auf, wenn ich 10.000 Abonnenten habe. Deswegen gibt es auch aktuell 4 bis 5 Videos am Tag. Ihr wisst Bescheid. Gut, ich gehe dann mal ins Bett. Tschüss.